Die Venusfigürchen des Paläolithikums stehen ganz am Beginn der menschlichen Kunst. Jeder kennt die Venus von Willendorf, aber das Paläolithikum ist ein langer Zeitraum. Die Venus von Willendorf ist wesentlich älter als unsere Figürchen aus Nebra. Die stammen aus der Zeit um 15.000 vor Christus. Sie zeichnet aber etwas ganz Spezielles aus. Im Gegensatz zur berühmten Venus von Willendorf oder von Dolní Vestovnice sind diese Figürchen schon noch mehr stilisiert. Sie sind hochstilisiert. Sie könnten praktisch moderne Kunst sein. Wenn man so will, die älteste Kunst ist gleichzeitig die modernste. Und unter welchen Bedingungen entsteht denn solche Kunst? Diese Kunst entsteht hier, und das ist vollkommen klar, in einem Winterlager, in einem großen Zelt mit 7, 8 Metern Durchmesser, in dem sich vielleicht 10 oder 15 Menschen einer Gruppe befanden, in jedem Fall auf Kinder. Darauf werden wir noch kommen. Und die Menschen sitzen eng zusammen, möglicherweise den ganzen kalten Winter lang, aber auch schon den Herbst. Und sie haben genügend Fleischvorräte erbeutet. Es ist eine ideale Jagdsituation, da die Unstrut in einer Talenge weiter unten ermöglicht, die großen Pferde- und Rentierherden zu bejagen an einer Engstelle, wo sie nicht fliehen können. Gleichzeitig sitzt man in einer leichten Mulde, 35 Meter über der Aue am Bergsporn, an einem sonnigen, warmen, windgeschützten Platz. Und man hat im Winter nichts zu tun, außer Feuer zu machen, Felle zu bearbeiten, davon Zeugen, schabende Steinwerkzeuge und Geschichten zu erzählen. Und möglicherweise bei diesem Geschichtenerzählen erzählt man die Geschichten großartiger Ahnfrauen, die man dann stilisiert darstellt. Und so entsteht in der Muße, in der Sicherheit, in der Wärme, in den großen Zeiträumen, die man hat, nicht in der großen Freizeit, entsteht gleichzeitig Kunst. Und diese Kunst wird nicht mitgenommen, sondern diese Kunst wird, wie auch Steingeräte und anderes, in kleinen Gruben deponiert. Warum wird sie deponiert? Womöglich, weil man sie wie die Steingeräte wieder bergen wollte, vielleicht wieder nutzen wollte, vielleicht wollte man sie auch opfern, das wissen wir nicht. Auf alle Fälle sind diese großartigen Kunstwerke aus Knochen nahezu unversehrt zu uns gekommen und bilden großartige Kunstwerke und zeigen, dass das ästhetische Empfinden über Jahrtausende ganz ähnlich ist. Denn wir heute würden das immer noch als fantastische Kunstwerke empfinden und möglicherweise würden die Künstler der damaligen Zeit in jede Kunstakademie aufgenommen werden. In diesem Zelt befand sich eine Grube 50, in der fand sich nicht nur so ein wunderbares Kunstwerk einer Frauenstatuette, sondern ganz wichtig eine Kalksteinschale. Diese Kalksteinschale interpretieren die Archäologen als Lampe. Die war mit Fett oder mit Öl gefüllt und hier konnte man in der Winterzeit ganz wunderbares Licht erzeugen. Es befand sich aber dort auch der Unterarmknochen eines Eisfuchses, der zeigte, dass man dieses dichte Winterfell natürlich benutzte, um Kleidung herzustellen. Das zeigen uns auch Nadeln aus solchen Gruben und das zeigen uns auch Eisfuchsfelle. Das heißt, man hat wahrscheinlich ganz, ganz tolle Pelzkleidung hergestellt, die noch viel besser funktionierten als moderne Daunenjacken. Also die prähistorischen Menschen am Ende der Eiszeit mussten sich nicht vor der Kälte fürchten. Hier hatten sie wunderbare Pelzmäntel, Pelzhosen und sicherlich auch Fellschuhe.